Hallo, ich bin Manna Binz. Ich habe hier mein Elternhaus erworben und das Ganze um mehrere andere Häuser ergänzt. Mir geht es dabei um den Erhalt des Ortskerns. Kommt einfach rein, ich zeige es euch gerne. Das ist mein Geburtshaus, die Keimzelle dieses ganzen Gebäudekomplexes. Ich habe dieses Haus als allererstes renoviert, weil man einfach emotional die größte Bindung an das hat, wo man herkommt. Ich habe hier den Boden erhalten können. Der Eingangsbereich dieses Hauses ging von der Straßenseite aus und meine Eltern hatten immer sehr große Angst, ich könnte als Kind da in den Verkehr reinlaufen. Und wir haben immer gesagt, erst rechts, dann links, dann geradeaus, dann kommst du sicher auch nach Haus. Also wenn ihr mir folgt, dann zeige ich euch auch das Zimmer, wo ich geboren worden bin. Das ist eine Etage höher, kommt einfach mal mit. Ihr kommt also jetzt in den kleinsten Raum überhaupt und in diesem Raum sind 3 Kinder geboren worden. Also ich als erstes und meine 2 Geschwister dann später. So klein wie es ist, so schnuckelig ist dieser Raum auch. Interessanterweise fand ich das Bild hierzu sehr passend. Das ist eine frühe Arbeit von mir und trägt den Titel Die Geburt der Venus. Die Etage hier besteht aus 2 kleinen Zimmern, aus dem Schlafzimmer und aus dem Bad. Ich habe versucht, beim Bad so viel zu erhalten, wie irgendwie erhaltenswert ist. Die Kacheln waren aber fast alle schon defekt. Das, was ich aber vorgefunden habe, war dieser Spülkasten. Und ich finde das einfach wahnsinnig schön, dass man mal so ein Originalgeräusch auch noch hat. Ja. Ein ganz klein bisschen scheint es mir, dass sich hier in diesem Badezimmer Europa und Afrika verbindet. Die Lampen habe ich in Brüssel auf dem großen Platz gefunden, wo also praktisch immer Flohmärkte stattfinden, jedes Wochenende. Das Becken ist also noch aus dieser Gegend. Toilette ist also aus Frankreich. Und in Marokko wurden diese Kacheln gefertigt, Luft getrocknet im Wüstensand. Manchmal mag ich es auch ganz gerne, selber in dieser Wanne zu liegen. Und zwar deshalb, weil sie sehr schön tief ist und man sich tiefenentspannt und ich auf dieses Bild schauen kann. Und dieses Bild motiviert mich noch heute. Ich habe das gemalt als 13-jähriges Mädchen und die Aufgabe war, eine Martinslaterne zu machen. In dieser Zeit hatten wir Handwerker im Haus und die sagten, du malst doch so schöne Bilder, könntest du uns nicht ein paar Blumenbilder malen? Und da kam mir die Idee, ein richtiges Tauschgeschäft daraus zu machen. Ich habe dann vom Glaser die Glasplatten bekommen und die Glasfarben. Vom Schreiner, der hat mir dann irgendwann den Holzrahmen darum gemacht und so ist dieses Bild entstanden und das erfreut mich heute noch. So, wir sind jetzt im Dachstuhl des Hauses und der hat für mich eine besondere Bedeutung. Hier war noch eine Wand dazwischen und mein Vater hatte diesen Bereich ausgebaut als mein erstes kleines, aber doch eigenes Kinderzimmer. Und ich habe das danach, nach 5 Jahren, dann mit meiner Schwester teilen müssen. Aber es war unsere Bude, unser Zuhause. Ich finde es eigentlich auch ganz schön, mich mal hier hinzusetzen und dann so auf die erste Gartenebene zu schauen. Das genieße ich. Man sitzt eigentlich hier sehr schön und schaut in das Dorf und auf den Garten. Ja, und man sieht, was man gemacht hat. Die Häuser sind ja alle miteinander verbunden. Kommt einfach mit ins alte Kältehaus. Zunächst mal die Treppe. Es ist wirklich ein Teamwerk zwischen mir als Kreateur und dem Schmied, 2 verschiedenen Schreinern, dem Treppenbauer und alles örtliche Handwerker
Und wir haben viel Spaß gehabt, als wir diese Treppe hier nach anthroposophischen Grundsätzen gebaut haben. Sie ist organisch, sie ist im Fluss und man kann sie sehr, sehr gut gehen. Also was ich an dieser Treppe auch besonders liebe, das ist dieser Handlauf. Das ist einfach so eine organische Geschichte. Auch wie er ausläuft in Form eines Schlangenkopfes und sich dann nach oben fortsetzt und irgendwie in die Wand hineingeht, was dann der Schmied nochmal aufgreift, indem er das hier auch auslaufen lässt. Die Treppe ist aufgehängt an Wirbeln, also wie unsere eigene Körpersäule soll das eine ganz organische Verbindung sein. Und diese Wirbel greifen den Schwung der Treppe auf, die sich von unten durch die ganzen Räume fortsetzt, bis unten in den kleinen Zuhörerraum des Musikraums. Hier gibt es noch eine interessante Geschichte, die mit einem Tisch zusammenhängt. Ich habe etwa 20 Jahre in Brüssel einen Refektoriumstisch gesucht. Also es ist ein Mönchstisch, wo man dann die Mahlzeiten einnimmt. Ich war überglücklich, endlich hatte ich den Tisch gefunden, den ich mir vorstellte. Und dann heißt es, nein, das ist ein Table de Coupe, ein Zuschneidetisch für Stoffe. Und da war mir klar, das sollte nicht der Mönchstisch sein, sondern ein Tisch, der mit meiner Kunst, mit den Stoffen und der textilen Kunst korrespondiert. Und sowas ist ein Geschenk von oben, das muss man annehmen. Es galt dann, den Transport zu organisieren, denn dieser Tisch hat eine Länge von etwas mehr als 6 Metern. Der ist jetzt reintransportiert worden über die Fenster und uns allen ist klar, er kommt nie mehr durch die Fenster raus. Er hat seinen Platz gefunden und der wird in Ewigkeit hier stehen, es sei denn, es kommt einer mit Axt und Vorschlaghammer. Wir sind hier im ehemaligen Winzerhaus. Das Haus ist etwas so breit gewesen und hier war natürlich die Wand, hier war es geschlossen und das mussten wir durchbrechen. Die Bauleitung hatte ich selbst, also auch hier bei dem zweiten Bauabschnitt und ich konnte ja üben durch den ersten, aber im Kern macht mir Bauen großen Spaß. Weil ich bin ja die Tochter eines Bauingenieurs und war schon mit meinem Vater also sehr oft auf den Baustellen, eigentlich immer. Das war so ein bisschen meine Kindheitsbeschäftigung. Dieses Haus hat eine Besonderheit, die also für manche Moselhäuser ortstypisch ist. Und zwar, das Haus ist in den Fels gehauen. Das ist was wunderbar Erdhaftes, Verbundenes und ich wollte das unbedingt sichtbar machen. So, dann gehen wir mal in das ehemalige Schlachthaus. Also hier fand ich ein Trümmerfeld vor. Es ist sagenhaft, wie man aus so einer wirklichen Schrottimmobilie so was Schönes noch rausholen kann. Als das Gerüst noch drin stand, kam mir dann die Idee, dass ich hier ein stationäres Fresko, also eine große Deckenfreske reinmalen könnte. Und ich habe dann etwa ein halbes Jahr an diesem Paradis perdu, das verlorene Paradies, gemalt. Und ein halbes Jahr bin ich dann also zum Physiotherapeuten gegangen. Man malt ein solches Fresko über Kopf. Man ist also immer in dieser Position und das geht unsagbar in den Rücken rein. So, wir sind jetzt in der zweiten Etage und es wäre vielleicht schön, wenn wir mal mitten in das Fresko reingeraten. Mir persönlich ist es wichtig, dass so wie die Stufen des Lebens, wir hier in der Architektur auch die Stufen sehen. Wir schauen bis auf die unterste Ebene, wir schauen auf meine erste Etage, das ist also die Arbeitsebene. Ich habe ursprünglich ja den Berufswunsch gehabt, Bühnenbildner zu werden. Und gerade bei der Freskenmalerei und bei der Architektur scheint mich dieser Berufswunsch auch immer noch einzuholen.
Jetzt kommen wir in einen Ort, der eine besondere Bedeutung für mich hat. Das ist ein Ort der Stille. Viele Menschen gehen ja, wenn sie mal wirklich nachdenken wollen und mal bei sich sein wollen, gehen sie in Kirchen. Ich mache das auch, aber ich bin kein Kirchgänger im eigentlichen Sinne. Ich finde mein Zuhause eher in meiner eigenen Seele. Und ich bin hier in diesem Raum sehr gerne, um mich mal hinzusetzen, einfach mal nachdenken zu können. Bei mir zu sein, wie geht es weiter, was sind die Themen, die im Augenblick die Welt umtreiben, wie berühren sie meine Kunst, wie kann ich sie umsetzen. Diese Fenster wollte eine Kirche in Salzburg verkaufen und ich habe sie dann erworben und bei der Restaurierung festgestellt, dass das, was manchmal die Magie auch von Bibeltexten ausmacht, hier in diesen Texten vorhanden ist. Friede den Menschen auf Erden. Ich finde, das sind einfach magische Sätze, da gibt es nichts hinzuzufügen. Jetzt kommen wir hier auf der 4. Ebene raus und jetzt erklärt sich auch, warum wir hier einen Aufzug haben. Wir sind hier auf 24 Höhenmetern und der Garten muss ja bedient werden. Der Garten selber ist also von meinen Urahnen schon angelegt worden und was ich unbedingt hier wollte, ich wollte, dass wir die alten Wege noch mal finden und die Wege strukturieren jetzt auch diesen Garten. Das ganze Gelände ist ja ehemaliges Kirchengelände von beiden Seiten und gehörte von eh und je zu dem Grundstück dazu, also zu dem sogenannten Haupthaus, was mein Urgroßopa damals erworben hatte von der Kirche. Gehen wir mal wieder hier rein und zu jedem ordentlichen Garten gehört ja auch ein Gartenhäuschen. Wir können hier sitzen, wir können hier ein Glas Wein trinken, wir können hier Gäste bewirten. Bei diesem Gartenhäuschen war es mir ganz wichtig, dass wir nicht eine sichtbare Küche haben, aber alle Funktionen, die eine Küche hat, dass die alle bedient werden können. Wir brauchen ein Spülbecken. Wir brauchen eine Geschirrspülmaschine. Wir brauchen einen Dampfgarer. Wir brauchen einen Herd. Aber das sollte alles versteckt sein und im Prinzip wie ein Sideboard ausschauen. Ja, das war eigentlich die Idee der ganzen Geschichte. Bauen ist wirklich eine wunderbare Sache, es macht mir richtig Spaß. Ein Freund hat mal gesagt, das ist Mana Sagrada Familia, da ist was Wahres dran. Also ich habe hier alle Dinge realisieren können und ein paar Träume müssen ja noch bleiben und wer weiß, was die Zukunft noch bringen mag. So, das war meine Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr spannende Häuser sehen wollt, dann schaut hier oder abonniert den Kanal. Tschüss! Tschüss!